Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und das ist das zweite Video meines kostenlosen Workshops zu deutschen Modalverben. Im letzten Video haben wir über die normale, objektive Bedeutung der Modalverben gesprochen. Heute beschäftigen wir uns mit der subjektiven Bedeutung und damit kann man Gerüchte und Vermutungen ausdrücken sowie Ratschläge geben. Das ist vielleicht noch neu für dich, deshalb hier direkt ein paar Beispiele. Mit sollen kann man Gerüchte verbreiten. Das sind Informationen, von denen du dir nicht sicher bist, ob sie wahr oder falsch sind. Hast du schon gehört, die Nachbarin Lena soll schwanger sein? Unglaublich! Alle Kollegen sollen bald eine Gehaltserhöhung bekommen. Familie Müller soll nächsten Monat umziehen, das hat Peter mir erzählt. Übrigens bekommst du alle Materialien und Übungen des Workshops sowie die Regeln zu den Modalverben kostenlos von mir. Du kannst sie dir über den Link unter diesem Video herunterladen. Alle Inhalte dieses Workshops sind aus meinem kompletten Grammatikkurs, für den du dich ab heute wieder mit einem super Rabatt anmelden kannst. Dazu aber später mehr, denn wir machen jetzt mit dem Modalverb wollen weiter. Auch damit kann man Gerüchte weitergeben, allerdings nicht über andere Personen, sondern über sich selbst. Donald Trump will der beste US-Präsident aller Zeiten sein. Das heißt, er sagt über sich selbst, dass er der beste US-Präsident war und auch wieder werden will. Diese Bäckerei will die leckersten Brezeln in der Region verkaufen. Heißt, der Bäcker sagt über sich selbst, dass er die leckersten Brezeln backt. Gerüchte und Vermutungen kann man in der Gegenwart und in der Vergangenheit ausdrücken. Man verwendet die subjektive Bedeutung der Modalverben in der Vergangenheit nur im Perfekt. Schau mal. Präsens, sie soll eine Gehaltserhöhung bekommen. Perfekt, sie soll eine Gehaltserhöhung bekommen haben. Präsens, er will der beste Kandidat für die Partei sein. Perfekt, er will der beste Kandidat für die Partei gewesen sein. Links steht immer das Modalverb und rechts der Infinitiv im Präsens oder im Perfekt. Achtung! Wenn man die Modalverben im Präteritum verwendet, dann haben sie die normale, objektive Bedeutung. Präteritum, er wollte der beste Präsident für sein Land sein. Das war sein Wunsch. Das ist die objektive, normale Bedeutung. Sie sollte eine Gehaltserhöhung bekommen. Das ist der Wunsch oder der Befehl der Chefin oder des Chefs. Auch hier objektive, normale Bedeutung. Ist das soweit klar? Dann machen wir weiter mit Vermutungen und da geht es um deine eigene Meinung. Schau dir dazu folgende Situation an. Deine beste Freundin feiert eine Party. Es ist nun 23 Uhr und alle Gäste sind schon da, aber eine Person fehlt, euer Freund Max. Niemand weiß, wo er ist, aber jeder der Gäste hat eine Vermutung. Max muss oder müsste noch zu Hause sein. Er kommt immer zu spät, weil er ewig im Bad braucht. Max dürfte noch zu Hause sein. Er kommt immer zu spät, weil er ewig im Bad braucht. Max kann oder könnte noch zu Hause sein. Er kommt immer zu spät, weil er eine Ewigkeit im Bad braucht. Es sind zwar 3 verschiedene Sätze, aber sie sind sich irgendwie ähnlich, und zwar in der Wahrscheinlichkeit. Du kannst damit nämlich 3 unterschiedlich starke Grade der Wahrscheinlichkeit ausdrücken. Wenn du dir fast sicher bist, dann benutzt du müssen. Das sieht man auch im Konjunktiv 2, also müsste, da bist du dir ein bisschen weniger sicher. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, aber mit großer Wahrscheinlichkeit an eine Sache glaubst, dann benutzt du dürfte. Achtung, auch das ist ein Konjunktiv 2 und man verwendet dürfen mit dieser Bedeutung nur im Konjunktiv 2. Max dürfte sich gerade die Haare machen, er geht nie unfrisiert aus dem Haus. Er dürfte vor dem Kleiderschrank stehen und ein Outfit aussuchen. Schau dir zum Kontrast an, was passiert, wenn man sagt,
Max darf noch zu Hause sein, also die normale, objektive Bedeutung. Dann ist es keine Vermutung, sondern eine Erlaubnis. Irgendjemand hat ihm erlaubt, noch zu Hause zu sein. Hier musst du dir also gut überlegen, ob du das Verb in seiner normalen Form, im Indikativ, oder im Konjunktiv 2 benutzt, denn das sind zwei völlig unterschiedliche Bedeutungen. Nun werfen wir einen Blick auf können. Der Unterschied zwischen kann und könnte ist minimal. Könnte ist ein bisschen weniger sicher, aber beides ist relativ unsicher. Max kann oder könnte noch bei seinem Bruder sein. Er hilft ihm abends manchmal. Er kann oder könnte auch noch schlafen, das macht er oft vor einer Party, damit er länger feiern kann. Wie du vielleicht erkennen kannst, sind das alles sehr vage Vermutungen. Es ist also völlig unklar, ob Max das alles macht oder nicht. Es sind nur Möglichkeiten. Und das erkennst du auch an den Adverbien wie manchmal, gelegentlich oder hin und wieder. Nochmal kurz zum Satzbau, der ist genau wie im letzten Video. Präsens, Max dürfte bei seinem Bruder sein. Perfekt, er dürfte bei seinem Bruder gewesen sein. Präsens, er könnte noch arbeiten. Perfekt, er könnte noch gearbeitet haben. Du siehst links immer das Modalverb und rechts der Infinitiv im Präsens oder das Perfekt mit haben oder sein. So, und das waren auch schon die Modalverben mit ihrer möglichen subjektiven Bedeutung. Jetzt schauen wir uns noch die Modalverben im Konjunktiv 2 an, mit denen man Ratschläge, Vorschläge oder höfliche Bitten ausdrücken kann. Für Ratschläge oder Vorschläge werden vor allem sollen, müssen, dürfen oder können verwendet. Stell dir vor, du möchtest gesünder leben. Deine Familie und deine Freunde oder auch dein Arzt haben viele gute Ratschläge. Du solltest weniger Fast Food essen. Du müsstest regelmäßig Sport machen. Du dürftest nicht so spät ins Bett gehen. Diese Ratschläge beziehen sich auf die Zukunft, also darauf, was ich ab jetzt besser machen kann. In der Vergangenheit sind solche Ratschläge nicht besonders hilfreich, sondern eher kritisch. Du hättest weniger Fast Food essen sollen. Natürlich bist du zu dick. Du hättest regelmäßig Sport machen müssen. Du hättest nicht immer so spät ins Bett gehen dürfen. Dafür ist es jetzt aber leider zu spät, denn alles ist in der Vergangenheit und kann nicht mehr geändert werden. Vorschläge werden meistens mit können formuliert. Wir könnten doch am Wochenende mal wieder ins Kino gehen. Du könntest mich ja mal nach der Arbeit besuchen. In der Vergangenheit sind das Möglichkeiten, für die man sich doch nicht entschieden hat. Es sind dann keine Vorschläge, sondern Sachen, die man nicht gemacht hat. Wir hätten am Wochenende ins Kino gehen können, aber wir sind zu Hause geblieben. Du hättest mich nach der Arbeit besuchen können, aber du hast mich nicht angerufen. Modalverben im Konjunktiv 2 werden in der Vergangenheit immer mit haben gebildet. Ich habe das gekonnt, ich hätte das gekonnt. Bei höflichen Bitten benutzt man vor allem können und dürfen, aber das weißt du bestimmt schon. Könntest du mir kurz helfen? Dürfte ich dich etwas fragen? Natürlich kann man Höflichkeit auch ohne den Konjunktiv 2 ausdrücken. Dann am besten mit Bitte oder einem freundlichen Lächeln. Kannst du mir bitte kurz helfen? Darf ich dich etwas fragen? Nun gibt es noch 2 Dinge, die ich dir zeigen möchte, damit du das Thema in seiner Ganzheit verstehen kannst. Modalverben funktionieren im Konjunktiv 1, also in der indirekten Rede, genauso wie alle anderen Verben. Man benutzt sie vor allem in der dritten Person Singular oder Plural. Achtung! Im Plural benutzt man den Konjunktiv 2 und nicht den Konjunktiv 1, weil dieser sonst wie die normale Form der Modalverben aussieht. Schau mal. Der Präsident sagt, er wolle die Steuern senken. Der Präsident sagt, er habe die Steuern senken wollen. Die Minister sagen, sie müssten die Steuern erhöhen.
Die Minister sagen, sie hätten die Steuern erhöhen müssen. So, jetzt hast du viele neue Funktionen der Modalverben gelernt und bist fast am Ziel. Zum Abschluss schauen wir uns noch den Satzbau im Nebensatz an. Ich habe Beispiele aus beiden Videos des Workshops gewählt, um alle Zeiten abzudecken. Dem Satzbau ist es übrigens egal, ob es subjektiv oder objektiv ist. Präsens. Ich habe von meinen Eltern gehört, dass Anna nächsten Monat umziehen soll. Präteritum. Er hat mir gesagt, dass er schon immer Musiker werden wollte. Perfekt. Er hat mir gestern gesagt, dass er am Wochenende leider hat arbeiten müssen. Plusquamperfekt. Ich dachte, dass sie im Sommer eigentlich hatten heiraten wollen. Futur 1. Ich bin mir sicher, dass ihr die Prüfung werdet schaffen können. Wie du siehst, gibt es in den zusammengesetzten Zeiten einen besonderen Satzbau. Das Hilfsverb, zum Beispiel haben oder werden, steht rechts vor den beiden Infinitiven und das Modalverb im Infinitiv steht ganz am Ende des Satzes. Übrigens, diese komplizierten und langen Formen mit den 3 Verben am Ende benutzen auch wir Muttersprachler nur sehr, sehr selten, aber sie existieren. Und auf das Futur 2 will ich gar nicht eingehen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel Information auf einmal, daher habe ich dir Zusammenfassungen mit Übungen in den Gratis-Materialien des Workshops gemacht. Du kannst dir alles über den Link unter diesem Video herunterladen. Und wenn du nicht nur die Modalverben, sondern auch alle anderen wichtigen Themen der deutschen Grammatik lernen willst, dann habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Denn bestimmt kennst du dieses Gefühl. Du machst immer wieder die gleichen Fehler in der Grammatik, egal ob bei Endungen, im Satzbau, dem Genitiv, dem Passiv oder dem Konjunktiv. Und du bist genervt, weil du denkst, dass du dich nicht verbesserst, egal wie viel du lernst. Oder die deutsche Grammatik ist einfach viel zu kompliziert für dich und schwer zu verstehen und du hast niemanden, der dir wirklich hilft und dich weiterbringt. Ich weiß, wie schwer es ist, Deutsch zu lernen. Ich habe jahrelang Grammatik an der Universität Saarbrücken unterrichtet und viele Tränen gesehen. Und außerdem habe ich meinen Master in Germanistik gemacht und musste mich selbst durch viele komplexe Themen kämpfen. Und aus diesem Grund habe ich einen kompletten Grammatikkurs kreiert, in dem du die wichtigsten Themen des Deutschen und vor allem richtig schreiben und sprechen lernst. Der Kurs deckt alles bis zum B2-Niveau ab und das sind im Prinzip alle Themen, denn auf dem C-Niveau gibt es nichts Neues, Sätze werden einfach nur länger und die Wörter schwieriger. Der Grammatikkurs ist einzigartig, denn ich habe ihn zusammen mit Experten der Universität Saarbrücken entwickelt und zwar so, dass die Regeln und Themen so einfach und logisch wie möglich präsentiert werden. So kann jeder die deutsche Grammatik lernen und korrekt benutzen. Es geht aber nicht nur um die Grammatik, sondern um das Schreiben, um den Wortschatz und auch um den Stil deiner Kommunikation beim Sprechen. Dieser Kurs ist für alle, die sich sicher fühlen wollen und selbstbewusst jede Situation meistern. Was macht diesen Grammatikkurs so besonders? Erstens, ein ganz klarer Plan. Der Kurs besteht aus 10 Modulen mit jeweils 6 bis 9 Lektionen. Du lernst eins nach dem anderen, denn die Lektionen bauen aufeinander auf. Und jede Lektion ist ganz einfach zu verstehen und passt sich deinem Niveau an. Du wirst nicht überfordert, sondern lernst in kleinen, sinnvollen Schritten. Zweitens, du arbeitest mit mir gemeinsam. Ich bin über die gesamte Dauer des Kurses für dich da und betreue dich zusammen mit meinem Team. Du kannst jederzeit Fragen stellen und wir korrigieren deine Aufgaben und geben dir Feedback, was du besser machen kannst. So kannst du sicher sein, dass du wirklich große Fortschritte machst und nicht nur passiv irgendwelche Videos anschaust und Übungen machst. Drittens, unsere Zoom-Konferenzen. In diesem Grammatikkurs treffen wir uns 2-mal pro Woche und das ist ganz neu und sieht so aus. Einer der wöchentlichen Termine ist eine offene Gesprächsrunde mit deinen Mitschülern zusammen, in der in kleinen Gruppen über alltägliche Fragen gesprochen wird.
Deine Gespräche werden korrigiert und ich helfe natürlich bei Fragen, sodass du deine allgemeinen Sprechkompetenzen verbesserst. Gleichzeitig lernst du viele neue Leute kennen und wirst jede Menge Spaß haben, versprochen. Und das Beste, du kannst insgesamt bis zu 6 Monaten an den Konferenzen teilnehmen, das sind 26 Termine. Dann machen wir bis Weihnachten einmal pro Woche eine Zoom-Konferenz zu einem Grammatikthema. Auch dort bekommst du Fragestellungen und Aufgaben und sprichst mit deinen Mitschülern in der Gruppe darüber. Übrigens haben wir flexible Zeiten und ich frage dich nach deiner Verfügbarkeit, damit wir die Treffen für alle gut planen können. Solltest du mal keine Zeit haben, ist das kein Problem, die Inhalte werden gespeichert. Generell kannst du alle Inhalte des Kurses lebenslang abrufen, denn sie sind auf einer Lernplattform für dich gespeichert. Und das ist auch das Herzstück des Kurses, denn du bekommst in jeder der über 50 Lektionen ein Lernvideo mit Transkript, das dir alles genau erklärt, und nach dem Video gibt es interaktive Übungen, um das Gelernte sofort anwenden zu können. In jedem Modul findest du mehrere Schreibaufgaben, die mein Team und ich für dich korrigieren. Und du bekommst immer individuelles Feedback, damit du genau weißt, was du gut machst und wo du dich verbessern kannst. Der Kurs ist also eine optimale Kombination aus meiner Betreuung mit den Zoom-Konferenzen und den Inhalten auf der Lernplattform. Damit hast du absolut alles, was du brauchst, um dein Deutsch auf das nächste Niveau zu bringen. Du kannst ganz flexibel lernen, da du jederzeit mit den Inhalten üben oder Texte schreiben kannst. Die Dauer des Kurses ist eigentlich auf 10 Wochen ausgelegt, aber ich gebe dir ganze 6 Monate Zeit, um mit meiner Betreuung den Kurs abzuschließen. Es gibt auch eine Abschlussprüfung mit Teilnahmezertifikat der Linkster Academy. Und sollten dir die 6 Monate aus irgendeinem Grund nicht reichen, dann kannst du auch kostenfrei auf 12 Monate verlängern. Jetzt fragst du dich bestimmt, was dieser super Intensivkurs kostet. Ich habe gute Nachrichten, denn zum Start der neuen Kursrunde biete ich meinen Followern einen wirklich tollen Rabatt an. Normalerweise kostet der Kurs 700 €, aber in den nächsten 6 Tagen biete ich ihn dir für nur 347 € an. Und du hast sogar die Möglichkeit, in ganz bequemen Raten zu zahlen. Wenn dir der Kurs nicht gefällt, hast du sogar eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, ganz ohne Risiko. Aber glaub mir, dieser Kurs ist Qualität made in Germany zum besten Preis. Und das ist auch für dich die beste Investition in deine Bildung und du arbeitest nur mit Muttersprachlern und Experten der deutschen Sprache zusammen. Stell dir vor, wie gut dein Deutsch bis Weihnachten sein wird. Das ist das beste Geschenk an dich selbst. Und apropos Geschenk. Wenn du dich direkt anmeldest, bekommst du einen weiteren, ganz besonderen Grammatikkurs von mir geschenkt. Ein Semester in Stuttgart ist einer meiner mittlerweile 5 Romankurse. In 30 Kapiteln auf über 150 Seiten begleitest du die Brasilianerin Maria bei ihrem Aufenthalt als Au-pair in Stuttgart und in ihrem Deutschkurs. Es ist eine ganz herzliche Geschichte mit jeder Menge Emotionen und das Beste, jedes Kapitel ist auch als Video verfügbar und es gibt in jeder Lektion viele interaktive Übungen zum Wortschatz und der deutschen Grammatik. Ganz ehrlich, wenn du dir jede Woche 2 bis 3 Stunden Zeit nimmst und übst, wirst du bis Weihnachten ein ganz neues Niveau auf Deutsch haben, versprochen. Bist du bereit dafür? Dann melde dich jetzt über den Link unter diesem Video an und starte direkt mit deinem Einstufungstest und stelle dich deinen neuen Mitschülern vor. Wir freuen uns sehr darauf, dich kennenzulernen und mit dir gemeinsam zu arbeiten. Und noch etwas. Die ersten 20 Teilnehmer bekommen ein 20-minütiges 1:1 Gespräch mit mir, in dem wir deine persönlichen Ziele definieren. Es lohnt sich also schnell zu sein, denn die Plätze im Kurs sind limitiert. Wenn du noch weitere Fragen hast, schreib mir einfach einen Kommentar oder schicke mir eine Mail an hallo@linkster.de und ich werde dir weiterhelfen. Ja, und das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest etwas lernen
und wir sehen uns hoffentlich bald im Kurs. Ich sag dann mal Tschüss, bis bald, deine Julia.